Guten Morgen, liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem Projekt 69 Black von Cafe Racer 69. Der Micha ist wieder da, hallo. Hallo Marc, gemeinsam mit Marc von der Scooteria. Wir machen heute einen kleinen weiteren Schritt in dem Black-Projekt und zwar kommt heute der Den Wasserpumpendeckel machen wir Wasserpumpendeckel. heute, weil das einfach noch ein relativ einfach zu montierendes Bauteil ist, was man auch schwarz machen kann. Der Original Druck-Aluguss, Genau, die der ist Seite nicht ist so ja- hübsch, das ist ja hier auf der Seite. Und deswegen haben wir auch heute von BGM dann wieder so einen Vario-Deckel von Scooter Center bekommen und den kennt ihr ja sicherlich auch. Alles ein bisschen hübscher, ein bisschen filigraner, Sieht toll aus, ne? ja. Sieht ganz hübsch aus und gibt dem Ganzen noch so den letzten Kick. Und das machen wir dann heute. Toll, also mal eine Sache, die ihr bisher noch nie gesehen habt, haben wir euch noch nicht gezeigt. Also heute mal Austausch des Wasserpumpendeckels. Genau, viel Los Spaß geht's. dabei. So, dann haben wir hier ja schon vorgestellt den schönen BGM Wasserpumpendeckel, den wir auch bei Scooter Center, hat eigentlich BGM ist Scooter Center exklusiv, ne? Ja, ja, klar. Also wirklich gutes Material, muss ich einfach mal so sagen, wirklich gutes Material. Auch übrigens, jetzt nicht nur das, wirklich, also es soll hier kein BGM, bla, das ist wirklich tolles Material. Also ich bin damit sehr zufrieden, wir alle sind damit sehr zufrieden, auch von der Qualität. Beispielsweise der Gepäckhaken vorne, Oh ja, der ist ja, super, ne? der Gepäckhaken von BGM, da gibt es ja noch andere Gepäckhaken von anderen Herstellern, die ich schon öfter auf Gewährleistung tauschen musste. Oh, Das ist mir bei BGM noch nie passiert. also gut Weil verarbeitet. die Feder alles. irgendwie ausgehakt war, der Haken nicht mehr. Da habe ich, Hatte schon ich ein auch paar, schon mal, ja. da habe ich schon ein paar getauscht, auf Gewährleistung dann sogar, logischerweise, weil den Umbau bezahlt ja dann immer keiner. Aber Nee, es das ist kostet, mir bei- aber es ist halt auch Qualität. na gut, der ne? Das BGM ist, kostet ja nicht mehr als die vergleichbaren Nein, Mitbewerber. Und der BGM, ich habe damit weniger Stress tatsächlich. Ja, ja, so gut zu hören mal. Ja. Und sie sehen wirklich toll aus. Ja. Gut So, dann haben wir da drinnen natürlich Schlauchschellen, die wir brauchen. An der Stelle ein Hinweis. Da gehen jetzt nicht die Originalen, die dran sind. Nee, Da muss also man- na klar kann man die, aber das sind ja so eine, guck mal, die Originalen, das sind eigentlich sehr gute Schellen. Zeigen wir dann nochmal später. Hier ist eine Schraubschelle, aber hier sind so eine Quetschschellen. Die sind eigentlich sehr, sehr gut, diese Quetschschellen. Ja? Nur die machst du natürlich nur einmal und das sind Einwegschellen, ne? Das sind okay. Mehrwegschellen. So, jetzt kommen wir zu einer Besonderheit, die ich nicht verstehe. Vielleicht weiß das einer von euch. Ganz ehrlich, ja? Vielleicht weiß das einer von euch. Ich habe da auch schon mal nachgefragt bei die BGM, beziehungsweise bei Scooter Center in dem Fall. Also es ist tatsächlich so, diese mitgelieferten Schlauchschellen, gerade die größte hier von allen, die hier, also die zwei großen, mit rüber sollen. Also ich kriege die mit Schlauch und die sind jetzt ja schon auf letzten Poeng. Müsste sie noch weiter aufdrehen. Ich kriege die nicht darüber. Ah, okay. Und wenn, kriege ich sie maximal mit dem ersten Schnieki angesetzt und dann ist auch Feierabend. kriegst du keinen Also Druck da ist drauf, ne? irgendwie nicht so richtig Power drauf und die Schlauchschellen an der Stelle wollen wirklich festgezogen Ja, werden. ja, eben, Ja, sonst suppt's GTS da und raus, Wasser ne? ist ja immer so ein kleines, leidiges Thema. Ne? Das kann auch sein, dass ihr die tatsächlich mal nachziehen müsst, noch nach den ersten Fahrten oder so. Das ist durchaus möglich. Aber der Hinweis, also es ist mir deutlich zu eng, deutlich zu eng. Also ich kriege sie auch nicht vernünftig rüber und Arbeiten ist unangenehm. Da hatte ich auch schon mal gesagt, Mensch, pack da doch mal eine Schlauchschelle rein, die eine Nummer größer ist. Ja? Das muss ja jetzt nicht so ein Okolyt, weil du musst ja, Ja, auch ja, du irgendwie, musst ja du musst da in dem engen ganzen Bereich auch Überschuss hast du noch klarkommen. übrig, Genau, ne? ja, da musst du auch klarkommen. Also aber es gibt die sind dann so ein Stück größer. Wir haben welche hier. Warte mal. Da haben wir hier mal, vielen Dank Marc, mal ein kleines Sortiment an Schlauchschellen mitgebracht. Und das wäre jetzt die nächste Größe. Ja, ihr seht, das ist kaum ein Unterschied. Also Aber nicht das wirklich. macht's vielleicht Ja, aus, ist aber ne? auch schon mehr Fleisch als hier, das sieht man schon. Ja? Man sieht hier ganz oben, wie viel Fleisch hier ist und wie viel Fleisch hier ist. Nämlich gar nichts. Und das funktioniert nicht mit denen. Bitte eine Nummer größer oder wenn ihr das macht, geht in den Baumarkt und holt euch die Dinger eine Nummer größer. Kostet nicht Hat die man's Welt. leichter beim Es ist, Einbau dann, es ist wirklich, wirklich Super. an der Stelle Guter Tipp. Kritik, bitte packt endlich größere Schellen da rein. Ja, die kleine funktioniert, glaube ich. Also eine funktioniert, aber die großen, gerade die großen, funktionieren nicht. Eine Dichtung ist auch noch mit bei, sehe ich gerade. Ja, so. Eine neue? Dichtung ist natürlich dabei. Hier hinten ist nur so eine ganz dünne. Wir machen ja nicht die Wasserpumpe, sondern nur den Deckel. Ja? Nur den Deckel. Und da ist noch eine neue Dichtung dabei. Ne, die kommt dann, wenn wir das einbauen, hier in diese kleine Nut rein. Ah, ja. Ja, man kann
die hier so ein bisschen einquetschen, dann sitzt die auch vernünftig. So, und da muss man dann später beim Einbau wirklich aufpassen, dass die dort sitzen bleibt. Das ist wirklich wichtig. Weil diese dünne Dichtung rutscht dir doch schon mal raus da. So. Schön. Ne? Okay, wir lassen das hier mal liegen alles. Und nehmen uns mal einen Kreuzschraubenzieher. Wo ist er? Mein Lieblingskreuz. Ah, da, danke. So. Und dann können wir ja mal anfangen. Als erstes, wir können ja die hier gleich wegnehmen, umso weniger da drauf ist, umso einfacher. Die können wir gleich mal losschrauben. Da können wir auch den Kreuzschlitz, ist ja egal an der Fälle. So, das ist die geschraubte. Die Schelle könnten wir auch hier wieder nehmen. Ne? Die ist auch deutlich größer als die. Achso, man kann auch die Originale nehmen. Aber nur hier vorne, da hinten sind es Klemmschellen. Ach so. So, dann kann man die nehmen, kann das hier runterziehen. Also man nimmt sich am besten einen Schraubenzieher, einen kleinen flachen, bisschen vorsichtig an der Stelle, damit man den Schlauch nicht verletzt. Aber der ist schon relativ robust. So, und ihr seht, da fängt es schon an. Schrumps. So, da haben wir also die erste Schlauchstelle, die können wir ja gleich da drauf lassen. Klonk. So. Und die dahinter, seht ihr, das sind so eine Quetschschellen. So, jetzt nehmen wir die 3 Schrauben hier raus. An die dahinter kommen wir nämlich leichter dran. Wenn es ausgebaut Deckel ist. abhaben. So, ihr seht, es läuft weiter. Was ihr hinterher unbedingt tun müsst, ist das Fahrzeug vernünftig sauber zu machen an der Stelle. Wir nehmen jetzt den Auspuff nicht ab, ja? Aber hier, das müsst ihr wirklich richtig sauber und trocken machen, sonst gibt es Kalkflecken an der Stelle. Ne? Das ist ja auch nicht so schön. Ein Kistchen, warte, ich hole mir ein Kistchen. Hab schon. Ohne Kistchen ist das Leben nicht so schön. So. Das Leben ohne Kisten ist möglich, aber sinnlos. Um es mit Loriot zu sagen. So. So, Schwumms, da ist er. Und hier sieht man dann auch wirklich die Wasserpumpe, das Schaufelrad. Ja. Auch mal Axialspiel, das ist ein Neufahrzeug, da ist nichts. Ja, Axialspiel kontrollieren, alles gut. So. Bitte, da ist die andere Dichtung. Dann haben wir unsere 3 Schrauben. Jetzt nehme ich mir einen Seitenschneider. Ja, die kann man einfach hier oben aufbiegen. Vorsicht, dass man an der Stelle den Schlauch nicht verletzt, aber dann ist der hier raus. Fertig. Kann man den als nächstes abziehen. So, da ist er. Und jetzt die dritte Schelle hier hinten. Die kleine, wichtig, Reihenfolge merken. Ne? Aber ist eigentlich einfach. Ja, die Größe, ne? Der markierte ist vorne, na die beiden sind gleich. Ne? Mehr oder weniger. Aber der markierte war vorne, der andere hinten. Also das ist jetzt nicht, und der kleine passt nur auf den kleinen. Und dann ist gut. So. Schrumps. Auch das passiert. Ne, weil diese Schellen werden immer so eingehakt und dann zusammengedrückt hier und sind dann halt dauerhaft fest. Eigentlich ist es ein tolles Prinzip und es funktioniert auch sehr gut. Ne, weil die werden ja auch oft verteufelt, lese ich immer wieder. Ne, bei der Problematik mit dem Verteilerstück hier unten. Ja, dann tauscht man die mal gegen echte Schellen. Wenn man die richtig einsetzt, sind die super. Ja. Aber die anderen sind vom Handling natürlich ein bisschen schöner. Keine Frage. Oder auch gewöhnter. Also kennt man einfach mehr. In der umgekehrten Reihenfolge, die Dichtung, mal gucken, die wird uns gleich rausfallen, das ist aber auch egal. Wir nehmen jetzt also die erst rauf, ne, so wie ich sie rausgeholt habe. Da, schauen wir mal, wie war das, die kleine Schelle? So, guck mal, wie eng die da rüber geht, das ist schon irre. So, ihr müsst nämlich aufpassen, ihr kommt später, an die Schellen kommt man echt schwer ran, gerade an die. Deswegen sind es eigentlich auch die Quetschschellen drauf, fest, fertig. Ja? So, hier kommt man wirklich schwer ran. Um die festzuschrauben. Da muss man echt aufpassen, wie man die Reihenfolge festlegt, hier ganz klar. Ja, wirklich wichtig. So. Also, mich nervt diese Schelle hier hinten, der Kabelbinder, den können wir
später wieder aufsetzen. So. Ein bisschen bewegen kann. Ja, erstmal das wieder. gerade nervt das ungemein. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Luft. Jetzt haben wir den ersten Schlauch hinten schon drauf. Der muss gleich fest, sonst kommst du nämlich, wenn du mit den Schellen arbeitest, kommst du nicht weiter. Ne, ist ja auch klar, wenn man die mit den anderen Klimmschellen, müsste man das auch erst festmachen. So, dann kann der hier rauf. Hier ist jetzt unsere Schelle eine Nummer größer. Was ich auch empfehlen würde, für tolle Anschaffung, holt euch so einen flexiblen Schlüssel hier in verschiedenen Größen. Ja, der ist speziell dafür gedacht, solche Shell-Verbindungen, an die man ja oft schwer rankommt. Man hat einen vernünftigen Griff, trotzdem Drehgriff. Da hat man deutlich mehr Kraft mit als mit einem normalen Schlitzschraubenzieher, gar keine Frage. Hinten kommt man nur jetzt so nicht wirklich ran. So, hier vorne auch. Man kriegt die nämlich richtig festgezogen damit. Also viel besser. Kann natürlich auch eine Knarre nehmen mit einer Simanus in dem Fall. Ja, also das geht auch. Aber so ist schöner. So. Und hier, wie gesagt, verspreche ich euch, werdet da. So. Und hier nehmen wir dann die Originale. Ich mache die erst darauf. So. Und dann, der Schlauch hat hier auch so eine Einbuchtung, also der andere oben auch. Eine Einbuchtung. Die nach hinten kommt, wo das Material auch da ist. Ne? Hier sieht man das so ein bisschen, hier hinten. Da ist ja der Ansatz von dem Anschluss hier. Da hinten kann man das so ein bisschen sehen. Da ist eben so eine Verstärkung als Steg, ne, damit der Schlauch aber komplett drauf geht. Diese aus. Ja. So. So. So, den setze ich mir jetzt nach unten. Ja, den setze ich mir nach unten. Dann den Kollegen da drüber. So. Und so. Dann ziehen wir den hier fest. Gibt es eigentlich schwarze Schlauchschellen? Habe ich noch nie gesehen. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen, aber Fällt mir jetzt mal so. könnte man mal eruieren. So. Und jetzt kontrollieren wir Ob die sich unsere Dichtung. Jetzt nehme ich die Handschuhe wieder weg, weil da habe ich deutlich mehr Gefühl mit. Ja, vorher hatte ich sie an, weil das alles ein bisschen schmierig und rutschig ist. Da geben die mir mehr Halt an der Stelle tatsächlich. Aber das Gefühl leidet natürlich immer. So. Und man kann sich behelfen an der Stelle. Das ist auch so ein Trick für so eine Sachen. Mit ein bisschen Fett. Dann klebt es schön drin. Genau. Indem man einfach so ein Fingerchen, also am besten, man macht das nochmal trocken. Ja, weil auch das Fett natürlich von dem Öl betroffen ist. So, ein bisschen in den Hut rein. So, wo ist unsere Dichtung hin? Da. Ganz vorsichtig nochmal. Okay. Dann nehmen wir uns ein bisschen Fett als Kleber sozusagen und schmieren hier an 3 Stellen einfach mal so als Klebhilfsorientierung. So. Und jetzt sitzt er dann ein bisschen straffer da drin. Also nicht straffer, sondern Hält einfach für den Moment. Genau, er klebt einfach jetzt ein bisschen da drin. Das ist ein bisschen schöner. Macht die Sache etwas leichter. So. Einmal lang gefahren. Sitzt. Ja, so. So, ich ziehe jetzt mal eine so handfest ran, damit der Deckel sich nicht mehr bewegt jetzt. Also zumindest so lang nicht mehr bewegt. So. Dann ist die Dichtung Man leicht kann die Dichtung angedrückt. nicht mehr verschieben. Ne? Genau. Hier ist er jetzt schon leicht angedrückt. Und so. Und die dritte ran. So.
halt wieder so wasserrutschig ist. Wieder die guten. Handschuhe an. So, hier gibt es jetzt auch noch eine Besonderheit bei den Baujahren zu beachten. Mit Entlüften später. Man muss das Bremssystem ja auch Bremssystem. das Kühlsystem ja jetzt natürlich auch entlüften. Genau. Was hier bei der HPE eigentlich automatisch passiert, das entlüftet sich selber. Ah ja. Ja, hatte ich hier noch nie ein Problem mit. Bei den älteren Modellen zeige ich euch aber auch gleich, gibt es so einen Stopfen, den man aufdrehen kann, wie bei der Bremsflüssigkeit am Bremssattel, unten zum Entlüften. So. Gutes Werkzeug hier nehmen, damit man sich die Kreuzschlitze nicht rund macht, weil das ist extrem ärgerlich. So. Na, nicht Opas ausgegnadelten Kreuze. Ja, die Schrauben ganz schnell Schlitz rund. am besten. Ja, so. Okay. Das war es zumindest soweit zum Einbau. Wie gesagt, das hier schön sauber machen, hinterher trocken machen, abspülen, gerne einmal mit Wasser. Kann man ja mit einer Kanne Wasser einfach mal rübergehen. Machen wir dann draußen auch nachher noch. Und dann haben wir das schon an der Stelle. So, die alte Kühlflüssigkeit kann man natürlich aufheben. Das bisschen, was man aufgefangen hat. Und wenn es jetzt wie Den in Rest dem Fall holen wir hier, von deinem Hemd, wenn ist wir es ausbringen. Ja, genau. Das hier ist ja ein Neufahrzeug, folglich neue Kühlflüssigkeit. Die kippe ich da natürlich wieder rein. Ansonsten alle 2 Jahre Kühlflüssigkeit wechseln. Achso, die muss komplett gewechselt werden. Ja, es ist die Empfehlung und Wartungsvorschrift bzw. Empfehlung von Piaggio. Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit und alle 2 Jahre auch Kühlflüssigkeit. Wo wird die abgelassen dann? Kühlflüssigkeit, dann musst du es über die Schläuche tatsächlich machen. Da musst du echt über die Schläuche arbeiten. Auch da kriegst du es am besten und am schnellsten auch Macht man das dann hier hinten? Oder? Kann man da hinten wahrscheinlich, ne? machen, ja, genau. Da gehen gute 2 Liter rein, das ist schon nicht wenig. Ja, meistens, man kriegt das ganze System eh nicht komplett so richtig geleert. Man kann es mit laufendem Motor, dann unterstützt einen die Pumpe natürlich, ist ja klar. Dann fängt man das auf und füllt Neues rein. Ne? Man kann das auch rausspindeln, weil immer dran denken, Kühlflüssigkeit hat ja was nicht nur mit der Schmierung oder Korrosionsschutz im Motor zu tun, sondern auch natürlich, wie der Name sagt, kühl. Ne? Also dass dir das Wasser im Winter nicht einfriert und bei welcher Temperatur oder bis zu welcher Temperatur Kühlwasser noch arbeitet, kann man mit so einer Spindel ausspindeln. Ja, gibt es an jedem. So, okay, haben wir. Leiste Dann, kann schon wieder ran. ja, dann machen wir die Leiste jetzt ran. Beziehungsweise eigentlich würde man erst jetzt mal einen Probelauf machen und gucken, ob alle dicht ist. Aber wir wissen das schon, deswegen machen wir jetzt die Leiste dran. Dann lassen wir sie kurz laufen, füllen die Kühlflüssigkeit nach, weil das System hier entlüftet sich selber. So, drin. So, hier hinten gehören die dann zusammen. Das ist ein bisschen tricky. Das ist tatsächlich oft ein bisschen tricky, mal ja, mal mehr, mal weniger. Müssen so unter Spannung ineinander gedrückt werden. Genau. Ne? Das machen wir dann nachher zum Schluss. Da holen wir uns hier noch ein bisschen Luft drüber. Wir müssen hier ja eh zusammen. Sitzt. So. Du sollst da rein. So, sehr schön. So. Wunderbar. Perfekt. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt schrauben wir gleich wieder fest hier. Waren ja unsere ganzen Kabelchen hinter. Und ich bin ganz froh, dass das gerade vernünftig sitzt. Zum
warum sind diese T-Schlüssel eigentlich scheiße? Ja. Ja. Aber Ja. ansonsten so zum Arbeiten schon ganz gut, aber genau für sowas hier. So. So, wunderbar. Dann hämmern wir gleich hier hinten die beiden rein. Passt. Sehr gut. So. Und so. Hier kommt ja dann später der Kennzeichenträger drauf. Den bauen wir jetzt aber nicht an. Sieht Nee, das schöner machen wir aus dann. ohne Reflektoren. Schön kleines Heck. Ja, genau. Also, nur noch die Batterie einbauen und dann ist gut. Alles klar, wunderbar. So, gut. Also jetzt so. Okidoki. So, Dann noch die Mutter und dann ist das Ding schon wieder dran. wunderbar. Genau, so sieht's mal aus. So, wir haben ja den Wasserpumpendeckel gemacht und dadurch ist ja ein bisschen Kühlflüssigkeit abgesackt. Wie gesagt, hier sind etwas über 2 Liter in dem System, ist schon ordentlich. So. Ja, und wie gesagt, Wasser und GTS ist ja auch immer so ein beliebtes Thema. Hier nochmal der Hinweis, ich empfehle immer, den Deckel tatsächlich fest, also wir lösen jetzt, aber wirklich festzuschrauben, nachzuziehen ein Stück. Weil tatsächlich gerne Wasser hier oben, wenn es zu voll ist, rausdrücken, dann läuft es hier auf dem Trittbrett und dann wundern sich immer alle so. Und hier sieht man, natürlich fehlt was, ist ja vollkommen klar. Wir werden hier jetzt ungefähr einen halben Liter nachschütten, ganz grob, ja, ungefähr einen halben Liter. Und wenn man das dann ausspindelt mal, ja, ist es immer noch ausreichend. Also es ist gar nicht sinnvoll, hier pure Kühlflüssigkeit, als ja meistens sowieso ein Konzentrat, hier reinzufüllen, weil dann fehlen die Kühleigenschaften so ein bisschen. Also Okay. es hat immer ein Mischungsverhältnis auch. Und wie gesagt, wir füllen jetzt destilliertes Wasser nach. Das Ding ist ja werksbefüllt nachher wie vor. Und würden wir das dann oder spindeln wir das dann aus, kommen wir immer noch auf einen Wert von minus 15, minus 20 Grad. Ja, Okay. alles gut. Jetzt erstmal die abgelassene Kühlflüssigkeit wieder nachgefüllt. So, und ihr seht, wir haben nur ein Müh verloren. Ihr seht, es steht unten schon, wenn man das sehen kann, weiß ich nicht, steht schon bei Minimum an. Ja, unten. Und ehrlicherweise bitte auch nur bis Minimum, also zwischen Min und Max, nicht auf Maximum auffüllen. Okay. Ja, weil der Druck im System dann eher dazu neigt, dass es hier dann irgendwo rausläuft. Lieber ein Stück bei Minimum. Ihr seht, das waren gerade mal 200 Milliliter bisher. Ja? Na, das geht So, ja noch. jetzt kommt noch ein Schluck Desti-Wasser drauf und dann ist das Thema erledigt. Deckel wieder drauf, wie bereits erwähnt. Und das müssen wir dann gleich nochmal kontrollieren sowieso. Nach Ja? dem Motorlauf dann. Ja, ne? nach dem Motorlauf, ne, weil jetzt haben wir ja irgendwo ein bisschen Luft drin, das wird sich jetzt verteilen. Wir werden noch mal ein bisschen was nachfüllen, das ist gar keine Frage. Deswegen lasse ich den Deckel jetzt mal gleich ab. Dann lassen wir den Motor einmal laufen, lassen das und dann, wie gesagt, der entlüftet sich selber. Jetzt komme ich trotzdem noch mal hier dazu, weil wir werden jetzt nicht dazu kommen, den hier laufen zu lassen, weil hier ist zu wenig Sprit drin, dass wir den jetzt hier mal 10 Minuten laufen lassen können. Dazu müssen wir den erst tanken. Ja? Das machen wir dann separat. Wenn das System sich doch nicht entlüften sollte, das kriegt man mit, wenn das System überhitzt, dann überhitzt das System, wenn sich irgendwo eine Luftblase gesammelt hat, geht auch der Lüfter ganz schnell an, die Motorkontrollleuchte sagt euch das auch. Achtung, hier ist echt was ziemlich warm geworden. Passiert euch bei einer HPI gar nicht. Hier habt ihr den Thermostatdeckel, hier drunter sitzt das Kühlthermostat. Ja, was öffnet ab einer bestimmten Temperatur. Wir haben ja 2 Kühlkreisläufe, einen großen und einen kleinen. Der kleine Kühlkreislauf, dann weniger Kühlmittel und damit der Motor schnell warm wird, ja, damit wir schnell auf Betriebstemperatur kommen. Und dann ist hier drin, wie gesagt, ein kleines Thermostat mit so einer Feder, die von so einem Wachsplöppel meistens gehalten wird. Das Wachs wird weich, die Feder geht auf und dann läuft das Wasser über den großen Kühlkreislauf, nämlich Completto. Ja? So, darauf müssten wir sowieso warten, bis der Kühlkreislauf aufgeht, damit das Ding entlüftet. Bei den Vor-HPE-Modellen ist hier drauf so ein kleiner Entlüfternippel wie auf den Bremssätteln. Ah, Ja? dann kann man da Da ran kann man einen Schlauch draufstecken.
aufmachen und wenn man es ganz geschickt macht, dann nimmt man einen langen Schlauch, den man gleich hier vorne wieder in den Ausgleichsbehälter füllt. Okay. Ja, was soll man das erst auffangen und wieder einzuschütten, dann kannst du gleich da reinlaufen lassen. Ja? So, und dann kann man das nämlich laufen lassen und dann sieht man richtig, wie bei der Bremse auch, wieder ein bisschen Luft rausklöppelt. Ja? Ne? Wobei auch tatsächlich aus der Praxis kann ich sagen, die Baujahre ab 17 und 18, ja, 17, 18 die Baujahre, da ist das Entlüften auch unproblematisch. Unproblematisch ist es immer. Die Vorgängerbaujahre wollen tatsächlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beim Entlüften. Also es ist einfach ein bisschen Fleißarbeit, mehr ist es nicht. Wie gesagt, die Kisten hier entlüften sich eigentlich komplett von selber. Sollte sie es mal nicht tun, hier kann man auch eine kleine Verschlussschraube öffnen an der Stelle. Ja, auch hier. Und dann läuft hier halt ein bisschen Wasser raus. Also die Luft wird dann rausgedrückt und dann kommt das Wasser hier hinterher. Stellt euch was drunter, damit es nicht ganz so eine Sauerei wird. Und dann war es das. Eigentlich macht das System das komplett allein und das ist in 10 Minuten erledigt. Cool. So, liebe Vespa-Freunde, das war's für heute mit dem Einbau des Wasserpumpendeckels. Hat ein bisschen Spuren hinterlassen. Ihr seht es bei Micha auf dem Hemd. Wir waren auch ganz ehrlich, muss ich zugeben, wir waren nicht ganz so detailverliebt. Oder ich war nicht ganz so detailverliebt jetzt dabei. Ich habe viele Dinge übersprungen. Was jetzt tatsächlich aber bei bestimmten Dingen, hier ist noch kein Benzin drin. Es ist halt ein nagelneues Fahrzeug. Wir können es nicht ganz so im Arbeitsalltag. Müssten jetzt erst Benzin auffüllen und. Deswegen haben wir es ein bisschen in der Theorie erklärt. Wir werden allerdings, denke ich mal, noch genug Gelegenheit finden, dass wir das auch noch detaillierter zeigen können. Aber eigentlich sollte man. Aber jetzt weiß man, wie es gemacht wird und was so die Feinheiten sind so mit der Schelle. Es ist nichts Wildes. Genau. Aber wichtig, es sieht, finde ich, sehr, sehr toll aus. Das Ergebnis ist fantastisch. Das Optische, die Wirkung ist jetzt gerade in diesem Konzept natürlich klasse. Dann hat man da drüben nichts groß Silbernes mehr. Und ja, hat Spaß gemacht, wie immer, Micha. Ich danke dir. Ja, mir auch mit dir. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, ihr wisst ja, Daumen nach oben bitte hinterlassen. Auch den Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Dann gibt es auch nochmal das finale Showvideo mit dem fertigen Projekt 69 Black. Ihr müsst bei Marc mal nach den Outtakes betteln, weil macht man einen Film drüber. Da sind so ein paar Sachen passieren natürlich, ist ganz klar, beim Drehen haben wir immer so ein paar lustige Sachen. Vielleicht schneide ich die Aktion mit dem Himbeersaft da mal mit rein. Das war wirklich ganz witzig. Wir können natürlich, genau, und auch sowas, wir können mal ein bisschen detaillierter erklären in einem Sondervideo, wo die Unterschiede bei Kühlflüssigkeiten liegen und. Aber hier wollen wir ja das Projekt 69 Black. Eine Sache wolltest du noch vorstellen, fällt Mensch, mir gerade richtig, danke schön. Hat mir der Micha nämlich vorhin gezeigt, eine ganz, ganz tolle Sache. Und zwar ein Wartungsbuch und Reparaturbuch. Ne, das ist ein Wartungs- und Reparaturbuch. Also jenes hier vom Heines Verlag ist natürlich sind Werkstatthandbücher noch umfangreicher, gar keine Frage. Aber das hier ist für GTS, GTV ist ja dasselbe eigentlich fast, ne? GT, gut, GT ist Vergaser, aber LX, LXV, klar, die aktuellen Primaveren nicht dabei, die aktuelle HPE nicht dabei, das ist halt auch schon ein Buch, was ein bisschen älter ist. Aber nicht dramatisch, also auch bei der GTS werdet ihr hier weiterkommen. So und die gibt es mittlerweile. Sind da drin, ne? Mittlerweile müsste es das auch für die aktuellen Modelle sogar geben, müssen wir mal gucken. Also dieses Buch wirklich zu empfehlen, tolle Zusammenfassung einfach. Auch bebildert sehr schön. Bebildert sehr schön, wirklich Schritt für Schritt. Es fängt fast immer an mit Motor ausbauen, muss man ja nicht machen. Und dann zu den einzelnen detaillierten Sachen, um seinen Motor auch zu überholen und so weiter. Schön auch immer am Anfang gleich die erste Seite mit Drehmomenten, die sind hier zusammengeführt. Dann haben wir auch gleich mal die Drehmomente Wartungspläne drin, ne? sind hier drin, damit man so ein bisschen Übersicht hat, weil die Wartungspläne haben sich nur in den Kilometern geändert. Die Arbeiten sind dieselben immer noch. Eigentlich dieselben, ja. Also so für Leute, die mal selber was machen wollen und jetzt echt zu empfehlen. Unsere Videos noch nicht kennen, können ob es jetzt das sein muss, guckt rein, aber so eine Bücher helfen tatsächlich. Ich mache mal einen Link unten rein, vielleicht finde ich noch ein, zwei andere, dann könnt ihr mal schauen, ob das für euch interessant ist, wenn man mal was schrauben will. Genau, also halt das hier muss ich sagen, also wie gesagt, wir haben die Werkstatthandbücher, aber wir nehmen halt trotzdem mal ganz zum schnellen Nachgucken, ist es einfach tatsächlich schnell komprimiert zusammengefasst. Wie war der Drehmoment? Da muss ich nicht erst das dicke Werkstatthandbuch rausholen. Dafür ganz hübsch. Super, also noch ein schöner Tipp von Micha. Wie gesagt, Link dazu packe ich euch unten rein. Nicht vergessen, die kleine Schwarze ist zu verkaufen jetzt. Ich packe euch unten die genaue Auflistung der ganzen Teile mal mit rein, damit ihr wisst, was da jetzt alles verbaut wurde in der letzten Zeit. Und ja, wenn ihr Fragen zu der 69 Black habt, bei Micha anrufen, Kaffee Racer 69, Link ist auch unten in der Beschreibung drin. Oder schreibt eine E-Mail, ist auch mal ganz gut. Und dann könnt ihr euch mal das Ganze live anschauen. Ja, ganz genau. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Wünsche habt, was ihr vielleicht gerne mal sehen wollt,
müssen wir gucken, das bauen wir dann vielleicht mal ein, wie man bei einer GTS, weiß ich schieße mir jetzt ein Eigentor, weil da wird gleich kommen, ja, wie man Ventile einstellt bei der Kiste oder so ein Kram. Okay. Wenn ihr da besondere Fragen oder Wünsche mal habt, schreibt sie uns mit. Genau. Wir gucken mal, was Unten wir in die davon... Kommentare rein. Genau, wir gucken, was wir davon umsetzen können. Das ist mal eine gute Anregung. Also wenn spezielle Fragen sind oder Themen, wo ihr sagt, Mensch, macht doch mal ein Video darüber, einfach unten reinschreiben in die Kommentare und ja, Michael wird sich dann Mühe geben, das mal irgendwie vorzustellen für euch. Alles klar. So, das war's jetzt aber für heute. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Fahrt vorsichtig. Danke, Micha. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Hat wie immer Und Spaß gemacht. Lustig, ein paar Aktionen, weil die wieder sehr witzig waren. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Wünsche ich euch auch. Abonnieren nicht vergessen und Daumen hoch. Ciao. Mit dem Anbau des Variodeckels. Ganz genau. Los geht's. Ciao. Nee, nicht ciao. Hallo. Ciao, tschüss. Das war's schon. Dann sehen wir uns gleich. Alles klar. Los geht's. Bis Ciao. dann. Schon wieder. Ich hab auch gesagt, bis dann. Tschüss. Das ist einfach eine schöne Zusammenfassung der gesamten Werkstatthallen. Outtake. Ich habe nur gesagt, einer rutscht heute bestimmt noch aus. Danke. Ja, Dinge passieren, ihr seht's. Ah, geil. Ah. Also, trotzdem nochmal. So, und hier muss man jetzt aber aufpassen, tatsächlich an der Stelle. Genau. Eine Darauf Sache. muss man aufpassen. Darauf muss man auch aufpassen. Guck's mal, der Michael, voll mit der Himbeersoße.